Herzlich willkommen im weiteren Stream mit Edo. Heute machen wir wieder weiter mit Sherlock Holmes, Crimes and Punishment. Beim letzten Mal haben wir beim Fall aufgehört, wo der eine Archäologe in der Therme gestorben ist und ein Auge rausgekommen ist. Einen wunderschönen Abend auf Sie. Willkommen beim Abendprogramm. Ich hoffe, ihr werdet viel Spaß haben und es gut unterhalten. Und jetzt haben wir, glaube ich, noch ein Gebiet untersuchen. Aber ich muss mal gucken, wie das heißt. Ist ja ein bisschen länger her, dass wir das spielen. Am Heimat Weißbrot, auch dir einen wunderschönen Abend. Schauen wir mal, wo wir hin müssen. Hab wieder vergessen, denn ist schon ein paar Tage her, seitdem wir es gespielt haben. Wo müssen wir hin? Now we have two maps. We must combine them. So, okay, das so. Wo war das gewesen? Fließe, 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 Fließe. Ah, hier was gewesen. Watson, Genau. pack your bag. We are visiting a location in St. Albans marked on Sir Rodney's Genau. map. St. Alban. Genau. Da müssen wir hingehen. Da müssen wir hingehen. Und ich glaube, es gibt nur noch nach dem Bericht oder nach dem Fall gibt es, glaube ich, noch 2 Fälle. Dann haben wir das Spiel auch fertig. Mal schauen, wie lange das geht noch, das Game. Ob es genauso lang geht noch, bis sie Resident Evil oder kürzer oder länger. Das haben wir auch gestern geschafft. Noch innerhalb 3 Stunden war es fertig gewesen. Ging sehr schnell durch. Ich dachte, es würde länger dauern. So. Pferdchen. Was? This archaeological site has been abandoned. Why did Bentcliffe come here? Site is closed until further notice. Okay. What should we do next, Holmes? What shall we do with the next chunk? No. Durchgehen. Einfach durchgehen. Aha. Ah, es gibt First Person Sicht. Weiß ich gar nicht. Lol. Ich habe nie drauf gedrückt. Ich habe nie auf B gedrückt. Oh, ich glaube, wir spielen heute mal drauf. First Person. Sieht irgendwie cool aus. Sieht irgendwie cool aus. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Dokument. Was haben wir hier? Die Anhänger von Mithras gingen ihrem Glauben heimlich nach. Dann beten sie gewöhnliche Gottheiten wie Juno oder Neptun an. Die Mithras-Tempel befanden sich im Normalfall unterhalb von Tempeln anderer Götter. Die Mithras-Anhänger bezogen sich häufig auf ihre traditionellen Götter. Zugang zu den Miträumen zu erhalten. Das Miträum im französischen Dio ist ein interessantes Beispiel, denn dort befand sich der Eingang zum Tempel unterhalb der Statue der Diana. Der Eingang wurde höchstwahrscheinlich durch einen raffinierten Stein und seinen Mechanismus sichtbar. Der Mechanismus selbst wäre womöglich niemals entdeckt worden, wenn er nicht durch einen Wassereinbruch zerstört worden wäre. Dabei wurde auch der Weg hinunter in das Miträum aufgelegt. Mittagstempel gibt es in Rom, Ostia, Numidien, Dalmatien, Italien sowie entlang der Rhein-Donau-Linie. Selten aber immer noch vorhanden sind sie in Griechenland, Ägypten und Syrien. Sich gut verbreitet. Metallwürfel. Okay. Mitnehmen. Die Klinge mit der Mithras, die Tauroktonie, die Stiertötung durchführte, war ursprünglich ein gekrümmter heiliger Dolch.
persischen Ursprungs. Die Krümmung kann von 5 bis 15 Grad reichen. Der Name des Dolchs geht auf das persische Wort Samshir zurück, das so viel wie Schwert bedeutet. In diese starke Gruppe der Schwertpfeile fallen der Jamschir, der Grundsäbel, der Talwar, der Kedisch, das Bulwar und der mongolische Säbel. Die Gene des Golden Dolch ist ein Schlüsselelement des Mithras-Kults. Das geht so weit, dass manch einer im Hinblick auf den Dolch vom Heiligen Gral des Mithras-Anhängers spricht. Der goldene Dolch ist jedoch mit einem Fluch belegt, der die Unwürdigen in den Tod stürzt, die es wagen zu berühren. Oh, bitte, der Mithras-Kult war eine geheimnisvolle Religion, die vom 1. bis zum 4. Jahrhundert nach Christus im Römischen Reich praktiziert wurde. Der Name des persischen Gottes Mithra, von den Griechen als Mithras übernommen, war verbunden mit einer neuen und ausgeprägten Bildsprache. Der Mithras-Kult zeichnete sich unter anderem durch ein kompliziertes System von 7 Initiativstufen mit rituellen Mahlzeiten aus. Die Initiaten trafen sich in Untergrundtempeln, sogenannten Mithreen, von denen es zahllose gab. Das berühmteste Bild von Mithras zeigt ihn, wie er aus einem Felsen geboren wird und ein Stier tötet. Okay, wie du das sagst. Aber ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Tag gehabt. Schön erholt. Und du, Sapsi, hoffentlich geht es dir besser. Nicht mehr so erkältet. Oder krank. Und die leeren Kokosnüssen, mit denen sie Geräusche von Reitenden werden nachahmen. Ein weiteres seltsames Ritual für die alten Götter, die bösen Geister fernzuhalten. Wenn die Menschen spürten, wie das dunkle Auge auf ihnen lastete, warfen sie all ihre Wertsachen ins Feuer. Schwarzafrikanische Stämme verbrannten Früchte, während die reichen Familien im antiken Rom keine Kosten scheuten und Silber oder Zinn schmolzen. Es gibt keine Aufzeichnung darüber, ob solch wertvolle Opfergaben danach zusammen mit der Asche entsorgt wurden oder man sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder verwendete. Ah, es ist halt bei so Erkältung oder Krankheit, manchmal geht sie halt rucki weg und manchmal bleibt die. The door has been left open. Someone did not care or was in haste. Meistens dauert es ein bisschen. Oder wenn man es zu lange hinausgezögert hat. Wenn man immer wieder so, ja, ich gehe später und die Krankheit sich dann so richtig festgesetzt hat. Das kann auch ein Grund manchmal sein, dass sie einfach nicht verschwinden will. Antiglop, Area 1, Triclinium. Erstmal Eis erfunden. Da hoffe ich mal, dass es schnell vorbeigeht. Let's go. The Cyclops, a one-eyed creature helping Vulcan at the forge. Vulcan, the god of fire and metalworking. Ah, jede Disney, die anders hießen. Bei den Griechen hießen die ja, ist der mit Maestros und so weiter. Jede Gruppe hat einen anderen Namen für die Götter. Sagen jedes Land oder jede Kultur kann man sagen. Vulkan, Cyclop, Hephaistos und so weiter, ja. Irietu. I don't need the ropes for now. Okay, also später. Ah.
Ich dachte, der springt runter. Ich dachte, der springt runter. Excavating tools, a bucket, shovel, and brush. Bin noch ein bisschen von Resident Evil geschädigt. Bin noch ein bisschen von Resident Evil geschädigt. Ein Schädel. Ein Schädel. Oh. Der ist nicht friedlich gestorben. Also sagen wir so. Der ist nicht alt geworden. Geht da mal nix. I don't need the ropes for now. Später. Okay, okay. Oh. Oh, es gibt Quietsche. Ah, aber Sapsi, hast du eigentlich das Blood Knights mal gespielt? Beziehungsweise angefangen? Ah, ich hoffe Adrian. Adrian war das gute Spiel. Blood Knights. Construction hooks. Construction hooks. Okay, also später. It is a statue of Minerva. Servus. Okay. Das ist ja komisch. Neptune, the god of the sea. Weil normalerweise ist ja kein anspruchsvolles Game. Das ist komisch. It is a broken statue of a bull. Das ist komisch. Aber wie gesagt, das Spiel geht ja nicht lange. Nach 4 oder 5 Stunden ist eh vorbei. The gastrofets were used with ropes and hooks for sieges. This is the map of the site. We are at the heart of an old Roman city. Aber hat Spaß gemacht, das Game. Nur leider, dass es kein zweites Teil gibt. Leider kein zweites Teil. Ich hätte mich gefreut auf ein zweites Teil. Sehr geehrter Lord Blackmore, der Direktor der Dämon, Sir Gregory Pitkin, war zu Beginn, als ich hier angefangen habe, ein Ärgernis. Nachdem sie jedoch eingeschritten sind, hat er sich zum Besseren entwickelt und ist jetzt durchaus eine Hilfe. Es kann es natürlich vorkommen, dass Menschen seines Schlages mit einer Arbeit von solch großer Bedeutung nicht umgehen können, weil ihnen die nötige Vision fehlt. In wenigen Wochen hoffe ich, Ihnen eine gute Nachricht aus den Thermen vom Strand überbringen zu können. Ich stehe nämlich kurz vor der Entdeckung eines großartigen archäologischen Artefakts. Ein Artefakt, das auch von Ihrer Partei auf dem politischen Paket eingesetzt werden könnte, um die Stärke unserer Vorfahren eindrucksvoll darzulegen und das Königreich zu schützen. Hochachtungsvoll Sir Rodney Bentley. Kelvin, Hobbs und du kommt euch wohl sehr witzig vor. Ich musste auch wirklich lachen, als sie Miss Daggers Notizen über das Adresstor eingefroren habt. Aber da die Prüfungen anstehen, weil das sogenannte Gehirn eures wundersamen Duos ist, warne ich dich. Passt meine Gazaphetes, die antikische Armbrust und euch ein Mittel gegen Dämonen, wie du wohl angenommen hast, nicht an. Sonst erzähle ich Mr. Wormwood alles, was ihr in den letzten beiden Jahren getrieben habt. Ich habe Hobbs Thunfisch gegessen. Bitte. Oh, das ist die Armbrust. Ich habe eine, das war Wunder, Medizin. Ne.
hier unten. Blankord arbeitet durch das Angreifen gerettet. War sehr dankbar dafür, dass er mit zur Zusammenarbeit, ich kann nicht mehr lesen, zusammenarbeiten konnte und die Möglichkeit hatte, von ihm zu lernen. Ja, das ist was gewesen. Keine Demütigung. Armbrust, was The denn? gastrofets were used with ropes and hooks for sieges. Waren wir zusammen? This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. Ah, noch nicht. This is a reproduction of an Ja, ancient ja, Greek. ja. Das heißt, wir können es noch nicht benutzen. Wenn Fragezeichen steht, This railway is used to remove rubble from the site. da haben wir nichts. Okay, da, da. Nein. Das ist für mich. Ah, ich wollte schon sagen, wie komme ich da unten? Oh. This wall was covered with mud recently. What could be hidden here? Ah, wir haben die Kelle. Digga. Ah, das ist der Kühlhaus. Die oh, die Therme. So, überspringen. Wieso überspringen? Hammer. Habe ich was übersehen? Mal sagen, was man will. Sieht eigentlich sauber aus. I can see now. Ah, okay. Frigidarium. It is located at the Roman baths in London. Someone took the time to hide the fresco, but what for? I need to visit this place. Ah, okay, einmal zurück. Aber sieht cool aus. Der Fresko. Das Fresko sieht cool aus. So. Mal zurück. Und den Frigidarium. So. Sieht cool aus. I'm always wondering what's on your mind, Holmes. Nix. Links, rechts. Die Thermen. Aber ich glaube, die nächsten 2 Tage weiß nicht, ob ich was mache. Weil ich muss bis 9 arbeiten. Bis ich heimkomme. Oder ich mache so einen kleinen Late Night. Wieder ein bisschen PoE. Muss ich gucken. Mr. Holmes, Ich you've wird cleared dran the sein. corridor to the Frigidarium. You can visit it now. Thank you, Mr. Phillips. Ein Wunder. Kaum sind wir da. Der Weg ist schon frei gemacht. Ja, nee, ist klar. Ja, nee, ist klar. Waren wir schon, oder? Hammer.
Ah, von da oben kam vielleicht schon drunter. Wie gesagt, Donnerstag, Freitag. Höchstwahrscheinlich nicht. Erst wieder am Samstag. Jetzt nur überlegen, was ich mache am Samstag. Worauf ich Lust habe. Cäsar, bist du's? Du musst noch überlegen. Vielleicht haben wir es am Samstag Terminator an. Wollte es eigentlich schon längst gemacht haben, aber ja. Dann kam Perhaps I das. could find some clues by activating the flagstones. Wärmestab. Medizin. 3 Neptun. Ah, das war doch die 4 auf dem. Das war Neptun, Minerva. Und noch 2 andere. Ja. Hermes war nicht dabei gewesen, das weiß ich. Was sind das die 4? Da haben wir nix. Spinne, nein. Helm, das ist Athene. Boah, hätte ich mir die anschauen sollen. Athene. Ah, ich drücke einmal alles drauf. Was soll passieren? Außer, dass wir sterben werden. Schief. Wenn wir die Vermutung, das sind die 4 Statuen am Meer. Oh, da unten ist was. A hidden symbol. Hm. Da ist nichts. Oh, da war was gewesen. A symbol. Da muss ich die anderen rausziehen, wo kein Symbol ist. Werden wir gleich sehen. Nein. Ja, auch nicht. Helm. A hidden sign. Now I have all the clues to help me find where these symbols are leading. All I need is imagination. Ah. Die, wenn man es so nimmt, ist es die eine Statue.
The signs are pointing to this bust. Das ist wirklich Millimeterarbeit. Das ist wirklich Millimeterarbeit. Aber wir haben es geschafft. Wupp, wupp. Tür. Hier. Okay. Jetzt können wir nicht reinspringen. Ah, ich werde nicht von alleine runterklettern. What is this place? I am unsure, Watson, but everything points to the fact that it was the last place visited by Sir Rodney Bentcliffe. We are approaching the end of this mystery. Und wo zum Geier kommt Wurzen her? Wo kommt der her? A broken glass plate. What is it doing here? I should examine it at Baker Street. Mitnehmen. How very peculiar. An ice maker. Why would Sir Rodney have brought such a device here? Saufen. Lampe. Salt and A pepper. sack of crude salt. Ist. Nein. Nein, okay. Rollebecken. Oh. Lack. Ja, gefällt auch Weißbrot. Deswegen Geist, der gute Watson. Gesorgen. Ich bin mal schrieb darüber, dass sich die Hälfte der römischen Themen wegen Sir Rodney verzögert war verärgert. Ich ging davon aus, dass sich Sir Rodneys Versprechen aussehen. Ja, der war. Die Arbeit sollte den Ruf und die Popularität der Themen verbessern. Ja. Das war sein größter Motiv, sozusagen. Deswegen haben wir zusammengearbeitet so. Popularität, schöne in der Zeitung, schöne Zeitungen. Mithras, the god, clothed in Anatolian costume and wearing a Phrygian cap, killing the bull. Schöne Publicity. This fresco resembles either a ladder or a hierarchy. Initiationsstufen. Ah. Erstmal am Ding, dann so. Okay. Jetzt, wenn Horrorfilme, wenn Zombies auftauchen. Jetzt, wenn Zombies auftauchen. Ah, Mummified bodies. We're in some type of catacomb. okay, die Mumien The haben wir pillar schon. collapsed a long time ago. Die Mumien haben wir schon. Jetzt müssen wir nur noch erwachen. This shoe is not from the Roman era. It is medieval at best. This man was a tomb raider who met with an unfortunate end. Ja, How dreadful. Judging by the broken orbit, this poor fellow met a death similar to Sir Rodney's. By the eye he was punished, for he saw that he was not worthy. Dreadful. vielleicht. Ah. Watson.
Du bist immer da. Egal wo ich bin. A shovel, not from the Roman era. Leichen. Mummified bodies. We're in some type of catacomb. Mummified body. Ja. Mummified body. Mummified. We cannot go any further. Nee. We don't have many leads here. Ah. Servus. Mummified bodies. We're in some type of catacomb. Wer hat die Mumie dahingestellt? Die andere Frage. Ist ja so gestorben, so nach dem Motto. Ja, lieber so sterben, als irgendwo mich hinlegen. What the heck? Wie? Warum? Wieso? Sollten die das was zu tun haben? Mit der Bulle. Dreizack. Das Ding ist weg. The pillar collapsed. Weil die Thron, oder die Säulen haben solche Dinge dran. Der Dreizack. Das ist ja auch. The fire casts a shadow upon the floor. That is the symbol of Neptune, the god of the sea. Einfach noch die anderen zwei. Ich brauche noch die anderen zwei. Aber der dritte, der vierte ist für den Arsch. Der vierte kann man vergessen. It resembles a bull. It is very similar to the face of Mithras. Hier ist bestimmt, da ist das Schwert oder irgendwas. Okay. This shadow seems to represent a bridge. The shadows show us the way to go. We will find Mithras after Neptune, the bull, and the bridge. Der Weg, der Weg, ja. Äh. Select. Hauptmenü. Na. Ah, da kommen wir her. Sorry. Aber da darf wirklich nichts zu sagen. Mithras, Brücke, Stier, Neptun. Hammer. Hammer. Nach oben.
der... Ah, Watson. What should we do next, Holmes? Ah, wir müssen... Ah, das ist X hier. Suchen. Hier. Ja, das ist da zu Hause und das müssen wir fragen. Aber wen? Ah, bestimmt die Typen im Gefängnis. Bestimmt die Typen im Gefängnis. Ne? Wo geht's raus, verdammt? Wo geht's raus? So, ah, hier geht's raus. Cool. These baths are becoming sinister. So. Exit. Exitus. Schauen wir uns mal die zwei Sachen an. Hündchen. On the sofa for the third time today. Well, don't be surprised if Watson sits on you again. Was voll. There are 12 pieces here. Let's try to gather them. Ah. Boah. Alter. So kann man es drehen. Also so und so drehen. Das muss... Ja. Das muss da. Das muss da. Da fehlt noch einer. Das kann man nicht drehen. Das kann man nicht drehen. Hm. Einer fehlt mir noch. Ah, der dort. Ich will nicht tauschen. Oh. So. Hm. Nein, das ist der falsche.
Ich brauche ein anderes. Das dreht. Ja, okay. Hm? Alles. Haben die verschiedenen Formen oder was? Drei, okay. Äh, okay. Ich. Das heißt tief hier nicht. Na. Ah, geht gar nicht hoch. Geht doch. Ah, das war jetzt suboptimal. Ich. Ah. So. Na. So. Ne, da muss der dorthin. Normalerweise. Okay. Rutschen. Dreh dich. Müsste eigentlich hier passen. Okay. Das. Nee. It is a mold, and it is Ja. ready for casting. The mold is prepared for casting. We just need to fill it with certain material. Sir Rodney has made a reconstruction of the mythical golden knife. He seemed unafraid of maledictions, and yet... Half a glass of water should be enough to create a plaster solution. Schau. Jetzt. Ja.
Now let us see what we have here. Ah, This knife is very similar to that described by the coroner as the weapon that ich glaube, killed so Sir schnell Rodney. geht's nicht. You should not leap to any hasty conclusions, Watson. Ich glaube, so schnell sollte es nicht gehen. Gussform. Die Tatwaffe. Vielleicht mögliche Silberwaffe. Versucht mit den gefundenen Materialien einen silbernen Dolch herzustellen. Ja, Silberwaffe und dann einfach reinschmeißen im Feuer und schmelzen. Das ist die andere Seite. Ups, sorry. So. Muss da sein. Okay, wenn sie zusammenpassen. Gut. Das gefällt mir. Done. Watson, could you please use this negative and your photographic equipment to process the photograph? Das gefällt mir, wenn die nicht da weggehen. Thank you, Watson. Now I must use reagents to develop the photograph. Ui. So. Eiscreme in der Wüste. Bestehende Schuld der Römer. Den wir Detektiv verdanken. Sauber machen. Ja, hier ist der Eiskühler, Salz, Eiscreme. The Pyramids of Giza in Egypt. Ice. Salt. Paper. Another archaeologist, most probably. Ice cream. Ice cream. Sir Rodney. Ice cream in the desert. We are indebted to the Romans who developed the technique. So that's it. Salt and crushed ice may help to create ice cream. Wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Ah, da bist du. Eiserzeugung. Jemand experimentiert mit der römischen Methode, Eis zu erzeugen. Versuchen Sie mit den gefundenen Materialien durch das Eis herzustellen. Eistool. Probieren wir es aus. If I wish to shape the ice knife, then I need to pour water inside the mold. Ice, salt, and then the mixing. It should be elementary. We need to reach minus 20 degrees Celsius to fully freeze the water inside the mold. Before beginning, I must remember that I have enough ice and salt for no more than 4 attempts.
Holmes, look. The temperature is reducing. Okay. Ja. Hm. Das werden wir überspringen. Ah, schade, nur minus 4 Grad geschafft. Ah, überspringen, ja. An ice knife. A surprising and yet a very brilliant idea. It's the perfect weapon. It enables one to kill a man and then it melts. The only trace it leaves is a small puddle on the ground. Ja, weil es ist ja hier Eisdurch und nein. Ding dort. Weil auch in dem Bericht stand ja drin, dass so Wasser drin ist. Die aber Eiswaffe oder zuvor hergestellt und dann im Eisbehälter Champagner aufbewahrt. Vielleicht. Mit Silber Let us durch. try to create an object from silver by using the mold. It will take a Gas. minute to melt the silver with my gas burner. Mhm. Done. Now I can proceed further. Geht's wirklich so schnell? The mold is hot. I should wait for it to cool down. Done. Now I can proceed further. Silber durch. A homemade silver knife. Excellent. We have created a knife with the silver that we found. It could have been used to kill Sir Rodney. It was extremely clever to create a weapon that could dissolve at the scene of the crime. Das ist halt die Sache. Silberdolch und Kohleböcken. Der Mutter der Waffe aus Silber bekannt, der hat einen Kohleböcken eingeschmolzen worden ist. Peter versteckt die Waffe im Dampfraum. Danach legte sie in das Kohlebecken zu zerstören. Das Ergebnis war das geschmolzene Silber, das wir gefunden haben. Nee, ich glaube, das war mit dem Wasser. Maisbecher der Flüssigkeit. Ich glaube, er eist euch. Ich glaube, er war ein Typ, dass er einen Talisman hingeschmissen hat für Rettung. Sagen. So. What should we do next, Holmes? Der Birkenpfeil am Schluss könnte der Schluss im Ganzen sein. Jetzt so. Ah, müssen noch ein Buch über Mieters erfragen. Weil alle, die da sind, im Gefängnis. Muss schon mal die fragen. Muss mal die fragen. Please Das? The paintings in the baths are focused on Mithras, I understand. Yes, they are what make this place remarkable. And that is why Sir Rodney came here? He believed that the golden knife
which is an ancient ritual item, was hidden somewhere around the baths. I admit that it would be wonderful if it were true. And you are not concerned by the reputation of this artifact? You mean the curse? Before someone is dead, it is a blessing. After they are dead, well, then it becomes a curse. Ha! Please. What can you tell me about Mithras? Oh, so much. It was the core of our work. Why do you ask? Were you seeking the golden knife? I see you are an amateur. Yes, the golden knife was our grail. It is said that it bears the only text explaining the ritual of the cult of Mithras. I understand. I read something about immortality. A myth. The knife would provide immortality only to the worthy one, and yet it is cursed, and it would kill you if you are not initiated. Did you expect to find the golden knife at the baths? Well, Sir Rodney thought that it might be there. Did you observe the knife representations there? They are so extraordinary, and we had hoped that... It is a tragedy that he has passed away, taking all of his secrets with him. As soon as I've been released, I will continue Sir Rodney's researches in his memory. Ganz bestimmt. Yes, du. Please escort this suspect for interrogation. Der Verrückte. Perhaps you could explain the cult of Mithras to me. No, there is nothing to say. We are not the No, worthy we don't. ones. But Sir Rodney believed that he was. He was wrong. I have visions. The golden knife, the mummy. Oh, it's all my fault. Calm down, Mr. Garrow. Okay. Kann man hier? Was? Chaoskrankheit. Gero leidet unter seinem extremen Fixieren auf den Mithras-Fluch. Und zwar so sehr, dass ihn eine Obsession in den Wahnsinn getrieben hat. Was du das Medikament einnimmt, nur noch verstärkt. Bei Geros Schwäche. Gero leidet Melancholie. Er ist ein Opfer der Übermedikation. Was seine Halluzinationen und sein unberechenbares Verhalten erklärt. Der Schock über Sörlichers Tod. Rod ist tot, hat sein Schulter verschlechtert. Schwäche oder Krankheit. Ach, mal Krankheit. Das heißt, wir müssen nur noch Brücke von einem Fluss. Das heißt, Saaralba. Saaralba. Mal schauen. Mal schauen. Jetzt können wir die Sachen mitnehmen. Das haben wir. Jetzt brauchen wir auch die Seile. Wo bist du? Danke. Und die Armbrust. Dann müssen wir irgendwo da oben schießen los. Armbrust, Armbrust. Komm zu Papa, Armbrust. This is a reproduction of an ancient Greek crossbow. Wieder noch nicht. We should use these metal rings to help us reach the bridge pillar. We should use the... There might be something behind these leaves.
I have to find a way of getting there. Jetzt können wir die Armbrust benutzen. Einmal zurück. Fangen wir uns die Armbrust. Ja. I should use the appropriate object. Na, na, nein. Da. Da. Spiel. Oh. In Endeffekt müsste hier irgendwo sein. Oder ist noch was? Ui, ui, ui. Oder kann ich es drehen? Nein. Wie das ist es wiederum. Wenn du die Mauszeiger nicht siehst und einfach ja, ja. Ah, nein. Das ist doof. So, nehmen. Okay. Minispiele bekommen einen Punkt Abzug. 80% sind gut oder 90%, aber hier wie das hier. Minispiel. What the fuck willst du von mir? Das Minispiel ist für den Arsch. Du hast 90%. Da fehlt ein Ding noch zu machen. Ach komm. Ja, der Scheiß mit dir zu überspringen. Ich hab's doch komplett beinahe. Ah. Ah. Seriously. Doof. Doof. Das war doof gewesen. Ich habe nicht gesehen, dass man drehen kann. Ich habe nicht gesehen, dass man es drehen da kann. Those rings on the bridge are perfect targets. Firing a gastrophetes requires a lot of Oh. This one is ready. Okay. Jetzt raus ist besser. This one is ready. Oh, knapp. Knapp, knapp.
Huh? The bridge is ready. Now I must cross it. First try. Okay. Ich werde nicht dahin gehen. Das ist ja lebensmüde. Watson, come here. I have found something. Eine Leiche. Kann sein. Okay. Boah. Aber das, boah. Are we inside the hidden temple of Mithras, Holmes? I am not sure. We had better be careful. Ach, da ist Watson. Da ist der gute Schatten von uns. Aber schon cool, sowas, so etwas zu finden. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. Which way should we go, Holmes? There ought to be some clues here. Let's take a look around. I saw this symbol in the tunnels underneath the Frigidarium. Ja, das war gewesen. I saw this symbol in the tunnels underneath. I saw this. Ja. I saw this symbol in the tunnel. Ah. Aber wieso war die Szene bei dir dort gewesen? Der Weg. Weil wenn wir nach dem Fresko gehen, ich glaube, das war ganz hoch gewesen. Boah. Ah, shit happens. Für die Wissenschaft. Okay. Das war's nicht. Bestimmt das aber. Was soll schon passieren? Einmal die Runde machen. Ja. Dann doch. Von dort kommen wir. Nochmal eine Runde. Ja. Das heißt, im Endeffekt war es doch das hier gewesen. Ja. Super. Okay, jetzt ist wieder. Das war das. Brücke. Naja. Sein.
Wenn ich wüsste, was sie von mir wollen. Das wäre geil. Okay, rot ist schwerer als weiß. Was? Ah. Okay, tiefer geht's nicht. Hm. Okay, keine Ahnung. Ja. Ist mir zu doof. Okay, rot in der Mitte. Das ist das. Ja, rot war am schwersten gewesen. Aber ich wusste halt nicht, was die von mir wollen. Das eine Seite ganz nach unten sein. Die Erklärung war nicht dabei gewesen. Links oder rechts? Ja, links. Falscher Weg. Dann gehen wir den anderen Weg. Uff. Die Sonne. Ah, der Helm vielleicht. Ja, hab ich mal gezeigt. Nobody saves the world. Das ist dort, wo du einfach nur ein Nobody bist und einfach alle möglichen Dinger machen kannst. Kannst Ritter auswählen, kannst Schurke, kannst Dieb, kannst, also Schurke, Dieb ist dasselbe. Magier, kannst gefühlt alles machen. Wieso willst du es dir holen? Oh, fuck mal. Wieder nicht. Okay, dann mal so. Ich würde es empfehlen. Ist ein lustiges Game. Ist halt aber auch ein bisschen mit Grinden zu tun. Aber wenn du wirklich alles auf der höchsten Stufe haben willst und so weiter, musst du einige Dungeon mehrmals durchgehen und mehrmals durchgehen und auch die Levels sagen, zu erhöhen. Beziehungsweise die XP zu farmen, damit du hochsteigst. Na, Watson. Aber ansonsten außer das Farmen. Oh, bin ich richtig? Nein. Außer wenn du nicht, wenn der Grind dir nichts ausmacht, ganz ruhig kaufen. Oh, fuck. Oh, günstig. Das ist günstig. Das Spiel. Weil hat eine gute Länge, also für 7 Euro kann man nichts falsch machen. Vorne. Tab. Boah, das ist ein bisschen
Da komme ich. Da ist es auch. Da ist. Warte, hier habe ich falsch. Ah, das ist das hier, der einfach drum herum fahren, okay. No. Ah, wieso? Wieso? Wir haben das gemacht. Ja, wir hatten das Zeichen gehabt. Also haben wir wieder einen Kreis laufen. Das und das ist Kreis. Von dort kommen wir. Das heißt, probieren wir hier. Richtig. Yay! Alter, was ein Scheiß. Look, it's the golden knife. But how to get it? This lamp is not old. The oil is still fresh. Perhaps Sir Rodney passed by here. No, I do not think so. Remember, he went no further than the catacombs underneath the Frigidarium. The murderer left this lamp. Da rein. Tür ist zu, Tür ist zu. Sagen wir so, von mir aus so, ich würde sagen, für 7 Euro kann man das Spiel wirklich gönnen. Nobody. Aber es ist halt so, wie du es haben willst. Watson, I need your help. Oh, wir spielen Watson. Wo ist die Tür aufgegangen? Ah, da. Sagen wir so, kannst halt 2 Stunden spielen und wenn es dir nicht gefällt, kannst du noch zurückgeben. Was, na? Was halt cool ist bei dem Game, die Sprüche. Die Sprüche von dem Charakter oder allgemein die Charaktere haben lustige Sprüche drauf. Ah, da mit uns. Von hier? Ja, ich komme von hier. So.
hatten Rest gehabt, was ist bitte? Ah, es ist das offen. Okay. Ah, da oben, okay. Ah, warte. So. Rausgehen. So. Watson. Nehmen das andere. Komm zu Papa. The golden knife of Mithras. A long-lost relic has resurfaced. Watson, it is time to conclude this case. Excellent. Now, we should find another way of getting out of here. Ich weiß schon wie. Ordnet durch. Hier. Etwas gab es zu retten. Das Geheimnis war eine wichtige Entdeckung, ein Fund, der mit der Bombe eingeschränkte. Damit hätte jeden Konkurrenten sein Fachgebiet aufstechen und Rom und die Erde ganz alleine einstechen können. Motiv Paranoia. Geros Leiden wurden zu stark. Nach Sorotes große Entdeckung war für den Angst beim das Fluch. Und entwickelte daher eine extreme Paranoia. Eins durch. Keine Gnade oder Gnade für. Er geht in eine Irrenanstalt, er ist ein Psychopath, oder es ist nicht zu klären, ob er den Mord mit voller Absicht verübt hat oder getrieben wurde seiner Krankheit. Er muss lebenslang aus der Wege gezogen werden und er muss zur Behandlung in einer Heilanstalt. Den Tod von Berggriff trägt er keine Verantwortung. Da er unter der starken psychotropischen Wirkung seines Medikaments stand. Ja, kann auf eine Genesung hoffen. Oh, sie wäre nett oder sie wäre Arsch. Ja, Champagner, Eis durch, aber Silber. Wir machen Dampffeuchtigkeit. Ah, doch, Gero. Also beide. Also egal, was wir nehmen, ist eh für dieselbe. Da kann man. Welche? Ah, da können wir neue Mörder suchen. Nee. Den Rest da haben wir gelesen. Aber das sind Silberdolche, da haben wir die mit Eiswaffe gemacht. Da hat die Eiswaffe mit Eisdolch gemacht. Eis oder Silber? Das könnte ja beide sein. Weil Silberklumpen im Feuer oder das Eis, was draußen war. Das hat keiner gesehen. Naja, ich sag Eiswaffe.
Weil er hat ja Feuchtigkeit in der Lunge gehabt und was keiner erklären kann. Kann sein durch Dampf, aber glaube ich nicht, dass so. Na komm. Er muss runter von seinen Drogen. Ah, wir sind mal nett. Ja. Haben wir den richtigen dieses Mal? Bei den ersten 2 Fällen haben wir den richtigen genommen. Den Täter. Jetzt mal schauen. Haben wir 3 von 3? Mr. Garrow, allow me to introduce you to Dr. Watson. Mr. Garrow, please do not be alarmed. Was sagt We ihr? only wish Ja to oder help nein? you. You were under an intolerable stress, but it's over now. What? I can attest that your medication affected your judgment. You will not recall, but it caused you to temporarily lose control. Did I? Are you saying I killed Sir Rodney? I am afraid so. For as my doctor will persist in reminding me every single day, drugs can be harmful. You developed a malevolent obsession with Sir Rodney. You believed him to be unworthy, sacrilegious. Oh, Do not distress yourself. Prison is clearly not a suitable environment for you. what is my environment then? You're suffering from an acute form of melancholia, but you can and will be cured. All you need is rest and detoxification. I will take care of every detail. Oh, jetzt. Haben wir richtig gehabt oder nicht? Nein, der ist nicht der Täter. Er ist nicht der Täter. Okay, da müssen wir noch anderes Ende. Ja. Und das heißt, er ist nicht der Täter. Ah, wobei, es kann der Blinkhorn, wie der heißt. Das könnte der Typ sein, der. Ah, hier. Es könnte der Typ sein, der sagt so, ich werde mich weiter um seine Dinger kümmern, so, weil der weg ist. Da heißt es Blinker. Ja, Blinker. Schwäche. Ist ein verdienstvoller Fachmann, dem allerdings bewusst war, dass er mit einer anständigen Deckung ins Abseits gelenkt worden wäre. Damit hätte er die Chance seines Lebens auf Blumen und Anerkennung verpasst. Ist die Sache aber Eisdurch oder ist es das Silberwaffe? Weil er hat gesagt, der hat Gero hat ein Talisman reingeschmissen. Keine Gnade für Blinkhorn. Muss das Weltgriff die Robert von des Golden Boys alleine einsteigen wollte. Daher plante der kaltblutende Mörder im Weltgriff und dafür dieses Stück. Das Erleben dem Silberdeutsch, okay. Dann nehmen wir Silberdeutsch. Werden wir gleich sehen, ob es die richtige Wahl ist oder nicht. Nein, keine Gnade. Mord ist Mord. Bei ihm wäre was anderes gewesen, bei Gero. Er hat zu viel Drogen genommen. Oder Schilddrogen. Jetzt wäre was anderes, aber bei dem, der war mir zu fröhlich gewesen. I'm feeling rather uncomfortable. Why have I been put into these cuffs? I fear that you had better get used to them, Mr. Blinkhorn. They are your reward for the murder of Sir Rodney Bentcliffe. What? No, that's a lie. It is regrettable, for you are a talented archaeologist. I will request that you are placed in a prison where you are unable to dig an escape tunnel. That is, of course, if they decide that you shall live. You The consulting detective
who salutes your intelligence in performing the perfect crime. Yes, but also the gentleman who detests your motivation. You know nothing. You wish to be the one who would reveal this to the world. Is that the golden knife? How? I also like to dig, you see. I only followed your trail. Such a pity that there is always someone willing to steal your credit, wouldn't you say? And there was the chance of a lifetime. You had to take it. It was not to be shared. Oh. But now I am here, and there is no one who will stop the tread of justice, Mr. Blinkhorn. Goodbye. Mal schauen. Haben wir? Nein, die Launchstelle hätte vergessen. Was ist das für ein Scheiß? Da war die Waffe vielleicht falsch. Weil rot ist falsch. Mama Eisdolch. Machen wir mal Eisdolch. Ich will grün haben. So weil ich hier stehe. Ja. Laden. I'm feeling wrong. I fear that you... That is, of course, Blah, blah, if they blah, decide blah, that you blah, should blah. live. You The consulting detective, You know nothing. you wish to be the one who would reveal this to the... I also like to dig, you see. I only followed your trail. Such a pity that there is always someone willing to steal your credit, wouldn't you say? And there was the chance of a lifetime. You... But now... Manchmal kann man überspringen, manchmal nicht. Die Gespräche. Ich will grün haben. Ah, das war doch Eisdolch gewesen. Weil wenn man es so nimmt, wir haben ja gesagt, keiner hat Champagner hingestellt. Den Ding. Eiskübel. Den Champagner. Da wäre der Eisdolch möglich gewesen, dass er drin ist. Schnell zustechen. Und bei der Hitze wird er schneller schmelzen. Also bei der Dampf hätte man eh nichts sehen können. Also wäre möglich gewesen. So, Eis durch. Den Ball abzuschießen. Und Parteiisch. Yay, Blutbad. Affäre ewig Range. War doch gewesen, Eis durch. The game is afoot, not a word. Into your clothes and come. I'll wait for you in the sitting room. Das Silber wäre möglich gewesen, I've aber just received a note from Inspector Lestrade. A letter from the suburbs. He is in need of my presence. Whenever he has asked for my assistance, it has always turned out to be entirely justified. I fancy that every one of his cases has found its way into your collection. Yes, they all seem worthy of... However, I regret your fatal habit of looking at everything from the point of view of a story instead of a scientific exercise. Oh, Holmes, you... I beg your pardon, I digress. It would be much better to examine this letter than to try to convince you. I agree with you, Tony, Bobby. that Watson's shoe is preferable to Mrs. Hudson's cold cuts. ist sie immer noch da? Ja, ist sie immer noch da. Ah, der Brief. Der Mord. Times. Schön.
der Skandal in der High Society. Der berühmte und begnadete Archäologe der Stolz der Nation, Sir Rodney Bentley, wurde ermordet aufgefunden. Das Verbrechen ereignete sich in den Thermen in Strand Lane. An dem Ort also, an dem der Archäologe seine neuesten Ausgrabungsarbeiten begonnen hatte. Doch das eigentlich schockierende an diesem barbarischen Mord ist die Tatsache, dass er von Sir Rodneys früherem Freund und Partner Percival Brinkhorn getötet wurde. Dieses Verbrechen kann nichts als die Todesfrage. Jo. Todesstrafe in Frage kommen. Todesfrage. Jo. The letter is on the table, Holmes. You should take a look. Ja, sicher. Oh, da. Ein Brief. Welches ist London, Sherlock Holmes? A wax seal with the monogram E.B. Schönes Farb. The Brackenstall family coat of arms. Ja, mach auf. I can tell from Lestrade's handwriting that he was in a hurry when he wrote this letter. Ewig Range, Marshall am Kent, 33. Halb 4 morgens, oui. Mein lieber Mr. Holmes, es würde mich freuen, wenn Sie mir unverzüglich beim Fall zu Hilfe kämen, der höchst bemerkenswert zu werden verspricht. Die Sache liegt ganz auf Ihrer Linie. Bis auf die Befragung der Lady werde ich dafür sorgen, dass alles genauso bleibt, wie ich es gefunden habe. Doch bitte Sie keine Gründe zu verlieren, dass Sir Eustace nicht lange dort wird liegen bleiben können. Wartungsvoll, Inspektor Lestrade. Okay. So, what is it, Holmes? Promising, as always. It appears to be a case of murder. So you believe that Sir Eustace is dead? I should say so. Lestrade wouldn't have sent for me for less. His writing shows considerable agitation. Hey and he Max, is not an einen emotional wunderschönen man. Abend wünsche ich dir. These people belong to high society. The quality of the writing paper, the EB monogram, their coat of arms. The crime was committed before midnight. Holmes, how can you possibly tell? Well, it is all thanks to Lestrade. He wrote his letter at 3:30 in the morning. Imagine the chain of events before that. The local police had to be called in. Scotland Yard was notified. Lestrade himself had to make haste there, and finally compose the letter he sent to me. All of that makes for a fair night's work. It makes sense. Lestrade also speaks of the woman he released. That seems to indicate that she had been held somewhere during the crime. Much time has been wasted. Let us find a cab and go to Abbey Grange immediately. I live in hope of an interesting morning. Und Max, ich habe das Spiel gestern noch beendet. Revelation. Hab gestern noch beendet. Aber muss sagen, der Endboss, der war scheiße. Nicht die Kämpfe allgemein, sondern das Ausweichen. Das Ausweichen bei dem Boss. Das war bescheiden gewesen. Boah. Ich hab's gehasst. Das Ausweichen. Ich hab's gehasst. Und es gab ein bisschen Fluchen. Aber ansonsten. So allgemein was cooles Game. Nur wie gesagt, wie ich gesagt habe, am Ende bei ein paar Gegnern konntest du einfach draufballen auf die und du hast das Gefühl gehabt, die spüren gar nichts. Du schießt Magazin und Magazin im Gegner und der einfach so, jo, Servus. Einfach bescheiden. Ah, Mr. Holmes and Dr. Watson, here you are. I'm very glad that you have come, but perhaps I should not have troubled you after all. And why is that? Lady Brackenstall has come to her senses, and she has given so clear an account of the affair that there is not much left for us to do. You remember that Lewisham gang of burglars? What, the three Randalls? Exactly. The father and two sons. It's their work. They stole a silver service, which is of great value. Sir Eustace Brackenstall is dead, then? Yes.
His head was knocked in with his own poker. A violent act of aggression. Yes, the poor lady. She has had a most dreadful experience. She was assaulted and tied to a chair. But I think that you would best see her and hear her account of the facts. She's in the morning room with her maid to raise a right. Where is the body of the deceased? In the dining room. We haven't touched anything. All right, I'm going to examine it. Very good, Watson. Ja, beim Bosskampf muss ich sagen, die erste Phase, nach 2 Tote, kam ich zurecht mit dem Ausweichen. Hier mal Daumen. Das war noch in Ordnung. Die zweite Phase, wo er sich sozusagen verdoppelt, die fand ich ein bisschen ekelhafter. Weil da kam ich im Timing wieder raus mit dem Ausweichen. Die dritte mit dem Teleportieren, die war in Ordnung gewesen, muss ich sagen. Die ging eigentlich. Bloß die zweite Phase, wo die nennt Doppelgänger, das war ein bisschen ekelhaft. Das kam ich mit dem Timing beim Ausweichen nicht so wirklich klar. Aber ansonsten, nach ein paar Flüche und so weiter und zurechtkommen mit dem Timing, da ging es wieder. Aber trotzdem, der Boss war, na, musste nicht sein. Ladies, 3 allow Phasen. me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I'm assisting Inspector Lestrade in this investigation. Mr. Hätte nicht Holmes, sein müssen. I am the wife of Sir Eustace Brackenstall. We were married only a year ago. I am sorry for your loss. Please accept my deepest condolences. Ein I Pfeilchen. suppose that it is no use my attempting to conceal that our marriage has not been a happy one. I fear that all would tell you that, even if I were to attempt to deny it. Wie? Pfeilchen. Boy, das muss wehgetan haben. Ja. Das muss wehgetan haben. Hm? Das sind Wangen. Känguru Nemo, Herkunft. Elegantes Kleid. Okay. Ich dachte, der sagt was anderes. Hering. Der Verletzung. Ja, das ist. Hätten die den Kampf einfach nur. Er verwandelt sich, du schießt auf den gefühlt alle Magazine leer und stirbt. Okay. Aber die Dreifachverwandlung, oder Dreifachphasen musste nicht sein. Can you describe to me Das the musste events bei der Relation of nicht yesterday sein. evening? Is it really necessary? I have already told Inspector Lestrade all that happened. Yes, madam, it is. I will tell you then. Sir Eustace retired about 10:30. I sat in this room until after 11, absorbed in a book. Before I went upstairs, I entered the dining room to fetch a candle and, oh God, Please, go on. as I approached the French window, I found myself face to face with an elderly, broad-shouldered man who had just stepped into the room. Close behind the first man, I saw 2 others. One of them struck me a savage blow with his fist and felled me unconscious to the ground. And then? When I came to myself, I found that they had secured me tightly to a dining room chair. It was at that instant my unfortunate husband entered the room. He fought with the intruders? Yes, I think he had heard them, for he was holding his stick. But they were 3, and he eventually succumbed. One of them, the elder one, struck him a terrible blow with the poker. I fainted once more. When I opened my eyes, they had withdrawn. Then my brave Teresa came to my assistance. Das tut dann weh, Sapsi, wenn sowas passiert. Oh, das muss wehgetan haben. Oh. Did these 3 villains steal anything? Yes, I found that they had taken the silver from the sideboard, but you can see for yourself in the dining room. Ich hoffe, man hat sich entschuldigt damals. Fürs You Pfeilchen. mentioned that your marriage was not a happy one. Was there anything specific that was troubling you? He was not a nice man when he was drunk, and he suffered from dark moods, but nothing else.
Nein, alte Verletzung. The bruises on your hands are at least 1 week old. Your husband caused those bruises? Oh, do you? Yes, he did. He was very angry at the time. Out of control. Again. Sir Eustace was a drunkard. To be tied to such a man for life is worse than death. Okay, Your 4 oder 5. ladyship. 4 oder 5 Jahre, da kann ich schlecht was dazu. Das Familiengeschäft läuft. Die Rendelbande ist wieder unterwegs. Vor weniger als 2 Wochen ist die brüchige Einbrecherbande, die als die Rendelbande traurige Berühmtheit erlangt hat, mit dem brutalen, aber leider erfolgreichen Einbruch in eines der wohlhabenden Häuser in Salem wieder aufgetaucht. Die Polizei ist den Verbrechern bereits auf der Spur. Allerdings wurden bisher keine Einzelheiten genannt, auch nicht der Name des Opfers. Ein Zeuge konnte 2 oder 3 Männern genaue Personenbeschreibungen abgeben, was der Polizei sicherlich die Möglichkeit geben wird, ihr Profil dieser Familie von Ganoven zu vervollständigen. Wir nehmen uns die Freiheit, unsere geschätzten Leser über diese gemeingefährliche Bande zu informieren, ihnen die aktuellsten Beschreibungen der 3 Verbrecher zu geben. Die Bande ist schon seit geraumer Zeit aktiv und besteht aus einem Vater und 2 Söhnen. Der letzte Mitglied, Jack Randall, ist ein Mit-40er mit bereits ergrauten Haaren sowie von durchschnittlicher Körpergröße und Statur. Als derjenige, der bei den Einbrüchen die Fäden zieht, hält er stets Kontrolle über seine Söhne, die sich zwar altersmäßig nicht sehr unterscheiden, vom Aussehen her aber davon umso mehr. Der ältere Sohn, William Randall, ist ein großgewachsener, breitschultriger Mann mit einem unverhältnismäßig kleinen Kopf. Sein jüngerer Bruder, Melvin Randall, ist deutlich mächtiger und wird als dünn wie eine Bohnenstange beschrieben. Die Bande wird nicht nur wegen 2 Diebstahls und Einbruchsdelikte gesucht, sondern auch wegen ihrer außerordentlichen, brutalen Piratenkarriere, bevor sie nach England zurückkehrte. Seien Sie auf der Hut und mögen Ihre Bettgegenstände sicher sein. The description of the Randall gang provided by Lady Brackenstall is identical to the one in the Times article. Oh, mit dem Kopf auf der Bohrmaschine. Ah. Das muss wehgetan haben. These scratches are most definitely made by the picture frame. Oh. This is Sir Eustace's safe. There may be something important inside. I must ask Lady Brackenstall to open it. Da hattest du noch Glück gehabt mit den Bohrmaschine. This photograph of Lady Brackenstall and her maid Teresa was taken at a port, but which one? Look of Gibraltar, Adelaide. Oh. So the lady and her maid came from Australia a year and a half ago on this ship. Ich wollte mir weiter umschauen. Gewaltausbrüche, Täter. Der Einbruch war nicht inszeniert und die ganze Geschichte nur erfunden, um die Schuld für den Tod von Sir Eustace den Rheinischen zu schieben. Oh, ich glaube, er. Bin mir nicht sicher, ob die das waren. Oh. Das ist dann wieder so. Angebrochen, Schulter tut weh. Boah. Das war wirklich dann sozusagen alles auf einmal. Teresa, I would like to hear your testimony. Certainly, sir. Certainly, sir. Das Falten.
wirklich. Weiterhin. Kaffeefleck. As I sat by my bedroom window, I saw 3 men in the moonlight down by the lodge gate. But I thought nothing of it at the time. Oh, if I'd known. And then? I went to bed, and it was more than an hour after that I heard my mistress scream. And down I ran, to find her tied to the chair and him on the floor with his head smashed. That's all I know. Okay. Ja, das ist noch viel Glück gehabt, glaube ich. Das ist die Lady. Ist. Haben wir noch mehr Fälle? Okay. Das heißt, hier kommt noch einer vor. Okay. Das heißt, sind denn noch ein Fall oder 2 Fälle? Muss man schauen. Ja, das kannst du laut sagen, dass du noch Glück hattest damit. Lady Brackenstall, could you open this wall safe? No, it is my husband's safe. I do not know the combination. We have to open it. Your ladyship? Dann nimm Let us try Or- to open this safe. This safe can be cracked. I only have to pay attention. The dial will vibrate when it is set to the correct number. Warte mal, muss ich auf. Nein. Okay, ich habe keine Vibration bei dem Team. Oh. Soll ich andersrum gehen? Dicke. Wenn es so einfach wäre. Tschüss. It is common practice to keep one's valuables in a safe behind a painting. It should not really pose a challenge for a criminal. Der war reich gewesen. Antique coins, possibly of value, but they're scattered without care. Der war stinkreich gewesen, der alte Sack. So ist ihr momentaner körperlicher und geistiger Zustand so äußerst besorgniserregend. So gibt es verschiedene Anzeichen für einen schweren Leberschaden. Säufer. Bei der letzten Untersuchung hatten sie stark blutende offene Augen und ihre Haut war leicht gelb gefärbt. Auch weist ihr Atem einen Geruch auf, der typisch für Lebergeschädigte ist. Darüber hinaus gibt es noch die Lungenabszesse, über die wir bereits gesprochen haben. Die Beinkrämpfe, von denen sie mir berichteten, werden von einer Veränderung des Nervensystems verursacht, die ihrerseits auf exzessiven Alkoholmissbrauch zurückzuführen ist. Das gilt auch für den Tremor. Ihre Leber fühlte sich bei der Untersuchung sehr an, was ein deutliches Symptom einer fortgeschrittenen Zirrhose ist. Zudem gibt es Anzeichen auf Aszites, also einer Flüssigkeitsansammlung in der Bauchhöhle. Ihr geschwollener Bauch lässt keinen anderen Schluss zu. Die Schmerzen unterhalb der linken Rippe weisen auf ein ernstes Bauchspeicheldrüsenleiden hin.
das zu einer akuten, dominanten und letztendlich tödlichen Bauchspeicheldrüsenentzündung führen kann. Boah. Der Zustand könnte auch ein Risiko für andere Menschen in der Nähe darüber hinaus darstellen. Ihr exzessiver Alkoholkonsum schränkt ihre Selbstbeherrschung ein und verstärkt ihre Aggressionen. Ich stehe Ihnen jedoch gerne zur Verfügung, um Sie beim Problem zu unterstützen. Es gibt eine Reihe von Behandlungsmöglichkeiten. Anders ausgedrückt, der war so gut wie tot. Mit dem ganzen Scheiß, was der mit dem Saufen, Leber, Bauchspeichel, Tremor, alles Mögliche, ja. Der war so gut wie tot. Oh, what a horrible thing to have happened. Der war so gut wie tot. Rührek. Sir Eustace's doctor speaks of his violent behaviour. Yes, Sir Eustace was an extremely violent man. A detestable human being, to be more precise. It is true that he once threw a decanter at me, and all because I dared to stand up to him in defence of my mistress. Sly devil. God forgive me that I should speak of him so now that he's dead, but a devil he was, if ever one walked the earth. We met him only 18 months ago. She'd only just arrived in London. Yes, it was her first voyage. She'd never been from home before. Wonder with his title and his money and his false London ways. If she made a mistake, she has paid for it, if ever a woman did. She doesn't have any friends here, so it was especially hard for her. Boah, das ist schon aus Australien. Ja. Das ist schon Arsch. Den Bekannten. Weiter als kurz nach ihrer Ankunft in London verließ das Haus in selten. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie oder dieses Marktbekanntschaft mit irgendjemandem ihnen geschlossen hat, ist sehr gering. Keine Bekannten. Ich glaube nicht, dass sie jetzt zwar auf dem Foto drauf, aber halt ja, Fotograf sein können. Also ja. Oh, what a horrible thing to... Sir Warthen Brackenstall. Alter. Der könnte ja gut einen Horrorfilm mitspielen. Lord Ramsay Brackenstall. Alle sehen scheiße aus. Ruf. What do you know about Sir Eustace, Inspector? What was his reputation? A charming man when sober, but an absolute demon when he was drunk. In such moments he was apparently capable of anything. Why, once he splashed fuel on Lady Brackenstall's dog and set it alight. Another day he threw a decanter of wine at Miss Wright's head. The alcohol seemed to madden him. To the point that we were forced to intervene several times to avoid a scandal. Und mit Wein überschüttet und angezündet, so Alter. Aussage, Gewalt. So ist es gegenüber seiner Frau gewalttätig. Ja, das kann man auch sagen. Wobei, na, gut, dass er tot ist. Nach so einem Mann, Lord George Brackenstall. echt, alle von den Typen sehen scheiße aus. Baron Lyndon Brackenstall. Alter. You should examine the body of Sir Eustace Brackenstall. Kommst rein auf einmal.
Okay, Max, kein Problem. Schlaf gut, erhol dich. The hunting scene. Und viel Spaß morgen. Lass dich nicht stressen. Antique hunting weapons. Lass dich nicht stressen. Und wir werden bestimmt noch viel Spaß haben mit Holmes und Knobeln. The hunting scene. Wir werden noch viel This Spaß haben. candlestick is valuable. It is interesting that it was not also stolen. These wine bottles are expensive and mostly from France. An empty silverware box. It appears that the intruders have stolen the contents. Vielleicht. Müde. Wieso auf einmal? Haben wir noch was? Nein, da fehlt noch was. Da fehlt A noch was. bottle of wine is missing here. The criminals did not thoroughly ransack the house. They only took a little silverware. Alter, scheiß Husten. Geh mir auf den Sack. Sailor's knots. That's interesting. This rope was handled by the murderers. We need a scent hound to follow their trail. I will take it with me. To be hoarded. Yay! This is the chair that Lady Brackenstall was tied to. Ja, das habe ich auch. Ich weiß wohl, dass er ein Raub begeht worden ist. Und dass sie. Ich glaube, der hat wieder zu viel gesoffen. Hat sich dann. Wollte seine Frau zusammenschlagen. Die hat nicht mehr ausgehalten. Hat einmal ausgeholt. Und einmal in die Fresse geschlagen. A decanter standing next to the open bottle. An inseparable pair indeed. Ich würde sagen. Die hat ihn There is umgebracht. beeswing at the bottom, as if the wine had not been decanted before being poured. Ich glaube. This glass has some wine traces, but no visible beeswing. Die hat ihn umgebracht. Nach so viel This Ärger. glass has some wine. Kein bla bla It bla is bla. rather strange that only one of these glasses has dregs of beeswing inside it, while the other two are clear. Chateau Chateau. Calon-Ségur, French wine, Grand Cru. Folgendes. Ich glaube, der hat es fingiert nach dem Motto, A deer hunt. die drei sind wieder unterwegs, die Rändelbande, und hat mich überfallen und ermordet. So, Watson, what have you learned from examining Sir Eustace's body? Well, I can confirm that the death was instant. Sir Eustace was facing his attacker when he received the blow to his head. There are no other apparent injuries. Folgendes. Quite a large stick, a formidable weapon. Barefoot, he had therefore been in bed and did not have time to fully dress. Ja. Glaube ich eher, dass sie es war. That must be the murder weapon. Einmal in die... The head was cracked with the force of the blow. Was? Zwei Gläser, Schürhaken. Loch. Passt. Es waren zwei Personen, die aus den Gläsern getrunken haben. Die Reste wurden in dieses Glas geschüttet, weswegen sich nur ein Weinstein befand. Es waren drei Personen, die aus den Gläsern getrunken haben. Möglicherweise mag einer der Personen ihrem Wein mit Weinstein. Werden wir später sehen. Ich sag mal zwei Weine. Jo. Nochmal.
Leiche, Schurken. So, Eustis könnte einem Schlag eine Schurken gestorben sein. Okay. Hammer. Hammer, Hammer. Ah, okay. Da ist noch was. Oh. It is covered in blood. Sir Eustace might have struck his head upon it while falling from the blow. That is one possible explanation. Ich weiß nicht, ob ich so sterben will. Tipps. It appears that the bell rope was cut by someone taller than me. A fur trader's cabin. Summer Noise. Das Seil kann Unfall. Na. Könnte hingefallen sein und da ist ja beim Kamingitter. Ne, ich glaube einmal nicht. Einmal gehauen. The death was instant. Da, 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 A da. fur trader's cabin. This door leads to the upstairs bedrooms. Apparently the criminals did not venture there. Mhm. Ist doch egal. Alles Sekunden. A trapper's hut. Alle Sekunden. A trapper's hut. Wo bist denn du? Oh. Aber hier kann man da sich gemütlich tun. Im Winter wird es ein bisschen kühl, kalt. Aber ich denke mal so im Sommer, Frühling und so weiter könnte schön sein. Oder Herbst auch. Draußen stehen oder sitzen. Ja, auf jeden Fall was Schönes. Eins, nein. Ah. Ins Haus. Ah, ich muss zurück mit Tobi kommen oder was? Fragen. Ah, okay. Analysieren. Zurück. Das schöne Haus. Ah. Servus. Wer da? There are 3 glasses on the dining room table. I was wondering if... Oh, I forgot. When I came to myself the first time, each of them had a glass in his hand. They might have been a father and his 2 sons. They talked together in whispers, and then they left. Your ladyship? Please leave my Mary alone. So. I've searched outside for footprints without any luck. Klar, da ist auch keine Fußabdrücke hier finden. Pegasus. Ah, okay. Ich wollte sagen. Wieso kommt ich nicht hin? Ich glaube, es wird sich nur zwischen Baker Street und der
Chaos dort sich ab. Seil, Seil, Seil. Let us see how the rope was cut. The fibers at the end of the rope are smoothly cut. Let us try to find out what tool was used to cut the rope. Ich sag Schere. The fibers from this cut appear to be different. Wo kommt der Husten her? Messer. If I cut the rope with a knife, it matches the original. Okay, Messer. Ja, doch, Messer. Scharfes Messer. Das Glockenseil mit einem scharfen Messer abgeschnitten und mit dem Seemannsknoten verknotet. Das könnte darauf hinweisen, dass der Täter Seemann ist oder war. Oder könnte es sein. Mal schauen. Man kann es immer noch drehen. Come on, Toby. We need the best nose in the British Empire on this case. I agree with you, Toby, that Watson's shoe is preferable. Drücken. Haben Sie da? Ja, okay. Ah. Und einmal Epic Range. Der Hund ist dabei. Tobi. Komm, Tobi. Search, Toby. Ah, wir spielen den Hund. Hätte ich nicht gedacht. Aber ist cool, dass man auch den Hund spielt. Ich sag es. Aha. Ich hab's gewusst, dass wir da rein müssen. Ich war halt nur so früh da. The intruders entered the shed for some reason when they were making off with the silverware. Ich hab's gewusst. Geht da jetzt nichts mehr. Ah, da ist was Neues. The scent leads to the well. I should check it. Bestimmt das Seeball angeschmissen. Werden wir bald sehen. The intruder's trail is lost behind this wall. The criminals left the house through the French window. They walked to the shed, then across to the well, before fleeing by climbing over the wall. I wonder why they chose such a winding route. Ja, was ich gerade sagen. Das hat keinen Sinn. Normalerweise da raus, da drüber. Für was Schuppen, dann. This hook might be useful. Bags of seed.
Some empty bags were recently moved. Small gardening tools, nothing of great interest. This old suitcase sounds hollow. It must be empty. Ja. Hey. Ist fertig. Auch wenn es sich leer anhört, immer reinschauen. Du weißt nie, was drin ist. Oh. There's something glittering at the bottom there, but how can I reach it? Entfernen. Haken. Runter. Die Silberware. Silverware. This is hardly a coincidence. The Brackenstall coat of arms. It appears that we have found the stolen silverware. Ja, es war kein... Interneteinbruch, genau. Der Einbruch könnte durch Internet gewesen sein, eine Erklärung für den Tod von zuerst die Riefern. Das versteckte Versteck wird dabei nicht gefunden werden. Sollte es von den Freundinnen getötet, die in der Nacht zu Nacht zu Besuch in Epic Mensch war. Die Person hat auch die Plakt seiner Schuhe gebessert. Hat sich möglicherweise um einen Mann, der groß und kräftig ist. Besuchen ist jemand, die Person, die Nacht zu besuchen. Der Begriff ist oder war Seemann. Was ist, wenn wir keinen Bekannten haben? Nein, das ist was mit der Person? Okay, gar nichts. Nein, das war gefühlt inszeniert. Es war kein inszenierter Raub. Hobby, gut gemacht. Gut, Junge. Brave Toby. The best nose in the British Empire. Gut, Junge. Das ist mir die falsche Taste. Befragen im Archiv. Ah, da muss ich zurückkehren. Ja, gehen wir zurück erstmal. Gehen wir zurück. 1893 was gewesen. Ja, 1893. Gehen wir zurück und schauen uns mal die Bücher an. Was wir da finden. Friedrich. Ja. Nach Bücher. 1893. Ankunft hier. Ankunft der Rock of Gibraltar. Ein Schiff geht zurück. Die Rock of Gibraltar, ein Frachtschiff der Reederei Adelaide Southampton London Linie, Connaught Building, James Street, London, ist nach einer 6-Monaten-Reise zurückgekehrt, die sie nach Indien, Neuseeland und Australien geführt hat. An Bord des Schiffes reiste auch Miss Mary Fraser heim, die Erbin der Familie Fraser, die Ländereien und Zinkbergwerke in Australien besitzt. Diese wunderhübsche junge Dame ist mit Sir Eustace Brackenstall verlobt, einem der wohlhabendsten Gentlemen in Kent. Okay. Here it is. Fragen. Die Adresse für Wiggins. Ich muss den Jungen finden. The shipping company, the Adelaide, Southampton, London line, and its address. Interesting. It must be the place where they keep the records, including the one for the crew of the Rock of Gibraltar. I think that if you pretend you're from Scotland Yard,
They'll give it to you without any problems. But I have another solution. I'll call in the specialist. Higgins. Fenster, Fenster, ja. Wiggins, could you come upstairs, please? Gib Arbeit. At your service, Mr. Holmes. I need a register, my young friend. If you could borrow it, there will be half a guinea for every one of you. I need the crew list of the Rock of Gibraltar in 1893 and their current employment. I'm straight on it, Mr. Holmes. Do you really think they'll find it, Holmes? My secret police is better than the Yard in many ways. 3 Stunden später. Here it is, Mr. Holmes. But we can't take it back. It's too risky. Put it on the table. I'll take care of it. Good work, young Wiggins. Ah, die sind gut. Was hingelegt? Ah, hier. This list shows the senior officers of the Rock of Gibraltar, on which Lady Brackenstall and her maid made their voyage. Lady Brackenstall does not know anyone in England. This must mean that someone on this list is our mysterious visitor. And these are the lists of the senior officers of the Adelaide, Southampton, London Line ships. Let us find out who was in London upon November the 7th. Safa, nein. Talcott, nein. Aber doch, hier, Henry. This list shows the senior... This officer is still at sea, therefore he cannot be involved. This officer is still at sea. I do not think that this... I do not think... I do not... I do not... I... This officer... Es gibt mehr von denen. This Giles. officer was on a ship that sailed half a month ago. Geht's raus. This Partech officer was on... ist auch raus. Crocker, Walker. Nein. Mr. Jack Crocker. Huh? This list, Mr. Jack Crocker, was in London upon the date of the crime, and he is due to depart in 2 days. Aber ich will es mit den anderen haben. Walker. This officer is still at sea, therefore... Okay, und? This officer is... Captain Jack Crocker is our mysterious visitor. He was the only one around at the time of the murder. Okay, also Crocker ist es. This Crocker. Do you think... It would be interesting to meet him. Our young friend should be able to find him. Na? Eure Aufgabe für dich? Wiggins, could you find a way to bring this Captain Crocker here to us? Here? Holmes, that could be dangerous. No problem, Mr. Holmes. Hey, die sind sehr erfinderisch. Eine Bande. Mr. Holmes, I was informed that you were looking for me, and I'd like to know why. Yes, it is important that we talk. You will soon understand why. Erstmal untersuchen. Ausflug ehrlich. Kräftig. Zeitungstinte. Okay, das war. Das bloß besser.
Lady. You are acquainted with Lady Mary Brackenstall, are you not? Yes, I think I do remember her. From when I was first officer, but I still don't see... It seems your relationship went beyond that of mere passenger and first officer. How dare you? Indeed, how reckless a feeling is love, particularly if one is prepared to commit a murder in its name. Explain yourself this instant. You are aware that the murder made the headlines of the morning press. You read the newspaper report, but to your dismay, found it much fabricated. Once you learned that I wanted to see you, you came straight away. You needed to know what I had found. You... and what do you know? That evening, you were with Lady Brackenstall, despite the danger. I'm not afraid, Mr. Holmes. Besides, all of this is just guesswork. You would be right if there was no evidence. What then? Gefesselt? Lady Brackenstall was tied to a chair on the night of the murder. And it was you who tied her up. You call that evidence? Sehen wir uns dort. Yes, as she was tied with a sailor's knot. Your handiwork. So, it's a sailor who's done it. That proves nothing, Mr. Holmes. I'm not the only sailor in London right now. Your theory is flawed anyway. On the night of the murder, I was aboard the Sharp. I was supervising the repair of a porthole. At night? It was an emergency. There was a leak. You can ask the ship's carpenter. He can confirm. I'm sure that he can. Perfect. In that case, we have nothing more to talk about. Good evening, gentlemen. Holmes, what should we do now? Would you like to check his alibi? No. There is no doubt that these men will testify in his favor, and there will be no way to check. So, what then? So, we must work with what we have. We have all the puzzle pieces. Okay, Now I understand why you dissected the bell rope. okay, der Fall geht schnell vorbei. Crockers Aussage. Crockers Mitschuld. Crocker lügt. Seine Mitschuld ist offensichtlich. Der Schizophren gehört hat, dass ich nach ihm suche. Das wird das seine Schuld hin. Ah, nein. Wegen das. Es wird zu sehr inszeniert. Captain da. Jack Track ist ein Mörder. Sie werden ihn und seine Komplizen sehen. Aber noch nicht. Ich bin noch nicht fertig. Ich muss noch mit dem Silber fragen. Ich muss noch Silber fragen. Vielleicht kommt noch was Neues dazu. Ich bin ehrlich. Ich würde ja Gnade machen, weil so ein Mann, der Frau schlägt und dann noch sich besäuft und so weiter. Na, schade um ihn, aber war keine Schade um ihn. Pech gehabt. Möge in der Hölle schmoren. We found your silverware, Lady Brackenstall. It had not been taken very far. Is that true? I am very thankful to you, Mr. Holmes. Your ladyship? Okay, nichts Neues. Und hier? We found your mistress's silverware. Oh, that's good news. You really are as clever as they say. Indeed. Okay, nichts Neues. Das heißt, okay. Er ist der aber die Tat in Notwehr begangen. Jack Locker wollte längst eine Frau vor einen gewalttätigen, drucksüchtigen Mann schützen. Der Fall damit gelöst, aber sie werden die Details für sich behalten. Ja, wir sind nett. Er hat sich verdient. Er hat es nicht verdient. Schon mal, es war richtig gewesen. So. Shit happens.
Wiggins, could you ask Mr. Crocker to come here again, please? Right away. Weniger eine Stunde. Why did you make me come here again, Mr. Holmes? It is over. I know that it was you who killed Sir Eustace Brackenstall. What? I know, because of the height at which the rope was cut. The knife used was a sea knife. The knots were sailor's knots, and not least the sheer force that was put behind the killing blow. And because you are the only one who knows Lady Mary Brackenstall in London. And because you love her. It's true. It is time for you to tell us the whole truth. I admit that I loved Mary madly from the first day that I met her. But I never did come to visit her, for I believed that she was in a happy household. When I talked to her maid, who told me everything, I was insane with rage. I was due to set sail for 6 months away. I wanted only to see her again. But it turned into a damnable nightmare when he barged in. He dared raise his hand to her. He was not even worthy of licking her boots. Oh, I regret nothing. I admit I killed the monster out of love for her. She will forgive me if she is able. Lady Brackenstall already forgave you. She said nothing. Mary. But that makes her an accomplice as well as her maid. It places her in danger yet again. Mr. Holmes. You would not have managed to protect her. Till I die, do you hear me? Here is a letter that sets everything clear, and it is the one that should be disclosed to the police. I am the only culprit. Mary had nothing to do with it. Now it is time to end this. Button mashing. Ui, Alter. So knapp. Please forgive me, Captain Crocker. I wished only to test your sincerity. Just keep And your names. words and deeds have far exceeded my expectations. See here, Captain Crocker, we'll do this in due form of law. You are the prisoner. Watson, you are a British jury. Captain Crocker, the evidence shows that you acted without premeditation and used reasonable force to protect an innocent victim from her husband's brutality. Your devotion pushed you to attempt to kill yourself in order to protect the one you love. Now, what say you, gentlemen of the jury? Not guilty, my lord. Vox populi, vox dei. You are acquitted, Captain Crocker. So long as the law does not find some other victim, you are safe from me. Mr. Holmes. It is a great responsibility that I take upon myself, but I will give Lestrade an excellent lead, and if he can't avail himself of it, I can do no more. Come back to your lady in a year, and may her future and yours justify us in the judgment which we have pronounced this night. Inspector, I'm afraid Wieder that the einmal murderers have gerettet. escaped us. What? Do you mean to tell me that you failed? Never thought I'd live to see the day. I mentioned the murderers, not the case. It is obvious that the crime was committed by 3 criminals who cannot be the Randalls. You really think so? You only need to find a gang of 3 thugs wandering around. I can trust you to do that. If they exist, I'll catch them. You'll find someone, I have no doubt of it. Goodbye, Inspector. Und? Jawohl. Yes. 3 von 4 richtig gehabt beim ersten Mal. Das mit Gero. Ja. Das war 50-50 gewesen. So, Eustace wurde von Captain Jack Crocker getötet, der an dem Abend die Brackenstall besuchte. Dann versuchten sie, das Ganze wie ein Anbruch der Brandon aussehen zu lassen. Crocker schnitt mit seinem Matrosenmesser das Glockenseil ab und versetzte damit. Danach versteckte er das Silberschirm im Brunnen. Jack Crocker hatte der Frau vor einem gewaltigen, trunksüchtigen Mann beschützt. Sie haben sich entschieden, die Wahrheit für sich zu behalten. Yes. Jawohl. Lassen wir so. Neutral.
Yay! Abwehr Elbe Range. Das Drama von Kew Gardens. Okay. Holmes, for heaven's sake, whatever's going on? Oh, hello, Watson. You're early. Did you kill all of your patients? What? Holmes, where have all these wretched bees come from? I increased the temperature of the room so as to prevent them from hibernating. I needed to take a sample of honey. But it worked, Watson. We will have honey all year round. Ridiculous and dangerous. They're domestic bees, Apis mellifera, such industrious workers. Anyway, Watson, I am sorry, but I must leave you. I'm in rather a hurry. You have a new case? Yes, but nothing as thrilling as this experiment. A theft of plants at the Royal Botanic Gardens in Kew. I'm helping a minister who's an old friend of mine. You can join me if you like. Well, I'll admit that I'd far rather accompany you than remain alone here with these workers of yours. Besides, you'll need a helping hand with the flowers you're intending to bring back. Watson, however did you guess? For the great Sherlock Holmes to bother with the theft of plants. Come on, admit that you're planning to spoil your little bees with some rare pollens. Since when did I become so transparent? Let us go. Erstmal Tobi besuchen. Ah, nicht die. Das ist nicht Tobi. Oh dear, Toby. I wasn't aware that you were Watson's new literary agent. Oh dear, Toby. Oh, I aber Tobi. wasn't aware that you were Watson's new literary agent. Neuer Brief. Das haben wir auch. Sehr geehrter Mr. Holmes. Endlich habe ich meinen ganzen Mut zusammengefasst. Diesen Brief. Dann kamen vor der Fasten die dankbare Ideen. In jedem schrecklichen Abend dachte ich, dass mein Leben ruiniert sei. Aber gleichzeitig kannte ich, dass da jemand gab, der mich wirklich liebte und mit dem ich auch nichts als Liebe empfand. Gerne, ich rede von Captain Jack Rocker. Seine Liebe hat mir Kraft zum Leben gegeben. Und selbst wenn wir Männer nicht zusammen sein können, wäre das alles ohne sie nicht möglich gewesen, Mr. Holmes. Oxford, Mary, Blackstock. Oho. Okay, das heißt, es gibt noch zwei Fälle. Den Fall und noch einen Fall. Okay. Also noch zwei Fälle vor uns. Gardens, angekündigt hat die königlichen botanischen Gärten von Kew. In Auftrag des Hausermittlungen entdecken jedoch ein weiteres düsteres Geheimnis auf. Die Pflanze ist Menschenfresser. Aber der letzte Fall war ein bisschen kurz gewesen. Ging sehr schnell. Die Anfangsdinger waren etwas lang, aber jetzt auf einmal kurz. Okay, das könnte ein bisschen länger dauern, weil es sind Spiel. Oh. Abgestürzt. Auf ein neues. Ruf ein neues. Ja, das könnte ein bisschen länger dauern, weil es sind ein bisschen mehr Personen. Ich glaube 5. Aber beide Personen haben nichts auszusagen. Haben nichts auszusagen. Ja, wo kommen wir raus? Muss ich nochmal lesen? Den Brief haben wir, okay. Probieren wir auch. Und da war ein neues. Nicht abstürzen. Nicht abstürzen. Lade. Lade. Danke. Glück gehabt.
Well, Holmes, here we are at the Royal Botanic Gardens. There's no doubt that this place is beautiful. But are you really intent on investigating the theft of the plants? Yes, of course. So, jetzt, was wollte ich? Ja, nein, nein. Ja. 4 Personen. Also wird es wohl auch nicht so lange dauern. Ich glaube, das war das letzten Fälle fallen. Jo. Wird ein bisschen kürzer sein. Don't touch anything else, is that clear? Just go and get a bucket of fertilizer. And without turning it over this time. Good day to you, gentlemen. How may I help you? If you are here for a visit, please do come back on Sunday. I am afraid that it cannot wait. My name is Sherlock Holmes, and this is my friend and colleague, Dr. Watson. We are investigating the theft of plants that took place here 5 days ago. A remarkable collection, I believe. So you're the one in charge, eh? A small favour for a friend. Now, to whom do I have the pleasure of speaking? I am Martin Hamish. I am the Deputy Director of Kew Gardens. And that fellow yonder is Albert. He works here. I am delighted to meet you. What can you tell us about the plants? They were rare and exceptional plants. We presented them at our last exhibition. We haven't removed the stand yet. It is still in the large glass house. We only learned of their disappearance the evening after the exhibition, and nobody saw anything. No doors were forced? No, but I would imagine that for a thief it would be fairly easy to gain entry, for there are no guards here. Well, if you don't mind, we will take a look. Now, you say that it is in the large glass house. Yes, the one just behind me. Just a second, since Albert has nothing else to do. Albert, show these gentlemen where the exhibition was held. How many people work here? Only myself, but occasionally 2 students, Albert, whom you have met, and Miss White. Miss White. Here it is. This is the place where the stolen plants were exhibited. Thank you. Is there something the matter? Yes, there is. All right, the plants were valuable and rare, but it seems to me that the tragedy that took place here only 2 days ago has been entirely forgotten already. What tragedy are you referring to? The director of Kew Gardens, Mr. Montague Dunn, he died here just 2 days ago. We're very sorry. We were not aware. The two of you were good friends? He was my father. Oh dear. Our condolences. We should not be troubling you. Please do excuse us for the intrusion. You say that he died here, in the large glass house? Holmes? Yes, just here, near the door to the colonial collection. He suffered a heart attack. Just like that. So suddenly. It was terrible. Excuse me, gentlemen, but I cannot remain here. If you need me, I'll be in the reserve. That's the room next to the front of the large greenhouse. Of course, we understand. Da ist der Vater gestorben, Pflanzen geklaut. Und gefühlt der Stellvertreter ist auch gefühlt so ein Arsch. Ja. According to this, they have light and moisture control in some parts of the building. Ja, braucht es auch. Weil wenn du nicht According aufpasst, to this, wenn du nicht aufpasst, gehen die Pflanzen ja kaputt. Wir brauchen bestimmte Temperaturen und auch Feuchtigkeit. So. according to Albert, this is where his father, Montague Dunn, was found dead. Bestimmte Pflanzen brauchen bestimmten Wasser, Umgebung, Licht und so weiter. The traces are thinner in some places. These boot marks are fresh. It appears as though someone was dragging their feet. The footprints reveal that someone staggered here. Hier? The door was smashed at shoulder height. Als ob man gekämpft hätte. This door handle is new. It was recently changed. Als ob jemand hier gekämpft hätte.
The esconson was breached near the handle. The door was forced from the inside of the Colonial Collection Room. The handle was changed afterwards. I think we need to inspect the Colonial Collection Room. Ja, ich Very glaube, strange. Half of the Colonial Collection is absent. der ist nicht an einem Herzinfarkt gestorben. The smell is strong. It is a detergent. Ich glaube, der ist nicht an einem Herzinfarkt gestorben. This broken fragment was the result of a heavy blow. A fragment of marble, most likely chipped from a statue or sculpture. Ich sag mal, der Stellvertreter hat ihn getötet. These windows were perfectly cleaned. Part of this greenhouse was emptied and thoroughly cleaned. Ich sag mal, der Stellvertreter hat ihn gekillt. Aber bestimmt irgendwas, wollte ihn kündigen oder rausschmeißen oder weiß Gott, was er vorhatte. Irgendwas ist noch da. Hammer, Hammer, Hammer. Britisch India. Ah, shell. Soil. It should have come from a flower pot. Soil. Fragments of a flower pot. It fell down here. Noch was? Ah, hier. This pot was broken fairly recently. A flower pot recently fell down from these shelves and was misplaced. Sieht mir nicht nach einem Herzinfarkt aus. Dry tropics. Wüsten aus. Sieht mir nicht According nach to this, Watson, mach die Biege. Alter. Es wäre so geil, wenn man durch den PC durchlaufen könnte. blood. This sign is broken. Something heavy was dropped upon it. Someone fell violently against this sign, and they were injured in the clash. Most likely a head wound. All the clues around here are quite suspicious. I need my imagination to make sense of it all. Oh. Dort. Events. Ja, aber wenn er einen Herzinfarkt hätte, wie könnte der Ding die Tür aufschmeißen? No, it wasn't like that. Tür aufbrechen. Und das. This reconstruction reveals a disturbing fact. Montague Dunn
damaged the door of the Colonial Collection Room. He was in a panic, or the door was locked. Was it an accident, or a murder then, I wonder? John. Ob sie durchführen. Bitte Obsidian Montague die uns gleich durch. Dein Tod ist verdächtig. Warum steht die Tür des Kolonialhauses? Er weist ihm auf. Warum wurde das Kolonialhaus zum Teil geräumt und gereinigt? War es eine Falle oder ein tragischer Unfall? Ich glaube immer noch, dass er hingetötet hat. Liste. Here is a list of the stolen plants. Do not touch. Nix touchy The touchy. plants were here. All of them was stolen. Plants from the east and the land of the rising sun. Do not touch. Das heißt, aus dem Osten die ganzen Pflanzen. Im Archiv der gestohlenen. Okay. Das Kontinent. Erstmal die Pflanzen anschauen. Pflanzen. Chemie, Gifte, Verletzung, kriminelle Komfort. 10. Nein, hier nicht. Ja. Ah, wobei, warte mal. Vorsprung. Also, zeichnen. Check Tarifa, Beigesetz. Schneesturm, Gibraltar, Wildnis. Fliegende Hummer, okay. Madi, Kemsi. Architektur. Ökonomie, Technik, Geschichte, Medizin. Botanik hier. Die Gemeinheit der Pflanzen besteht darin, dass sie mehr oder weniger stark giftig sind. Dianorica voris, ja, das ist das hier. Jedoch können nur die ersten 3 Pflanzen für Menschen gefährlich werden. Vor allem Florem diabolica, sagt schon Name aus, eigentlich unter bestimmten Bedingungen. Die Pflanze muss einer aggressiven Stimulation ausgesetzt sein, auf die sie mit den Schleudern von tödlichen Sporen reagiert. Here it is. Diabolica. Die Sitzung. Natürliche Emotionen und Raupen sollten in jeder Hinsicht funktionieren. Okay. Schaut sich Watson die Alten an, oder was? Someone should take Toby for a walk. Have you found something interesting? Oh dear, Toby. Du Ferkel. Du schaust dir die Dame an. Boah. Hast keinen guten Geschmack, Watson. Okay. I asked Inspector Lestrade to take Montague Dunn's body to Scotland Yard. It's ready for autopsy then. Also müssen wir auf Raupen achten. Und auch so vielleicht Düngemittel irgendwas da steht. Nein. Ist da was drin? Ah, doch, Gegenstände.
This watch is of great value. A beautiful feather pen of a good make. Ausweis drehen. A membership card for the London Crest Club. Noch immer das ist. An Mr. F. Wayne, Geschäftsführer der Druckerei Wayne Sons. Werter Mr. Wayne, Ihre Plakate für die große Ausstellung im Kew Gardens sind wundervoll geworden. Allerdings ist es wohl nicht nötig, die gesamte Belegschaft zu erwähnen. Nur mein Name ist ausreichend. Untergütern. Oh! Ich glaube, wir wissen, warum der gestorben ist. Es nur er war sozusagen wichtig, kann man sagen. Er sollte die ganzen Lobpreisungen einheimsen und alle anderen gepickt. Da war aber der Stellvertreter oder irgendjemand davon nicht glücklich gewesen. First of all, let us carry out an external examination. Da war jemand nicht glücklich gewesen. No redness, stings, or bruises. There are no suspicious marks upon the chest. Let us finish our external examination, so that we can proceed with the autopsy. Oh. There is an injury to the skull, most probably caused by the fall in the water lily greenhouse. The air from the lungs carries a faint floral aroma. Ja, jetzt Frage. Wer hat ihn getötet? Der Sohn, der Stellvertreter oder die Miss White, die wir noch nicht kennen? The vessels and the pupil of the eye appear quite normal. Das ist jetzt die Sache. Wer hat ihn umgebracht? Nothing suspicious here. Now, let us examine the internal organs. Okay, Frage. There is a small amount of content. It appears that he breakfasted lightly, only a short while before his death. Haben wir noch was? The stomach tissues show no visible pathological signs. Okay, Magen ist weg. The liver is enlarged. It would seem that he was suffering from an alcohol addiction. Gefühlt jeder hat damals Alkoholprobleme gehabt. The liver tissue is brown. There are no visible pathological signs. Damals hat gefühlt jeder. Oh, die Lunge sieht scheiße aus. The lungs are congested and edematous. Oh. The tissue on the inferior lobe of the right lung is damaged, most probably caused by toxins from an unknown plant. Sag mal Diabolica. The heart's blood vessels show no pathological signs. The heart tissue shows no visible pathological signs. Ich sag mal Diabolica. My suspicions have been substantiated. Montague Dunn, the director of Kew Gardens, died from poisoning. Plant poisoning, to be more exact. You mean... Yes, it is murder. We should inform Lestrade. Yes, but do remember, Watson, that I discovered the murder. The challenge is mine. The challenge, Holmes? We need to locate that deadly plant. Such a perfect murder appeals to me. Murder of any kind appeals to you. Is that all we need to do? No. We also have the people working at Kew Gardens. Martin Hamish and the son of the victim, Albert Dunn. And also Miss White, of whom we spoke with Mr. Hamish. Should we bring them all here for interrogation? No. A few innocuous questions at Kew will suffice, as well as a discreet delve into their personal affairs.
Yes, Watson. It is time now to open the doors. Even those in the staff building. I suppose that is necessary. We should also be concerned with the victim himself. After all, we don't know very much about Montague Dunn. You're enjoying this already, aren't you? More than a little. Ja, kann man sagen. Kann man wohl sagen. Tödliche Vergiftung. Tiefer Mord. Der oder die Mörder könnten diejenigen sein, die toxischen, exotischen Pflanzen, inklusive der tödlichen nach der letzten Ausstellung Kew Gardens gestohlen haben. Diebstahl und Mord. Ich hab Glück gehabt. Haha. Er wurde ermordet. Versuchen Sie, wenn das wäre. Aha. Okay. Einmal zurück nach Kew Gardens. Bei Miss White haben wir nicht kennengelernt. Crime and Punishment. Fuck. Ah, da ist der gute Stellvertreter, wo ich den Namen wieder vergessen habe. Hamish. So, einmal anschauen. Richtig. Ah, das ist normal, glaube ich. Was jetzt wirklich ist. Wenn es geht, das. Cornelis? Mr. Hamish, can you explain to us what happened to the colonial collection? It seems somewhat depleted. But, oh, most likely maintenance work, tidying up. You're not sure, then? But you're the deputy director. Well, I am busy. I cannot be everywhere at once. Der ist angepisst. Albert told us about the tragic death of Mr. Dunn, the late director of Kew Gardens. Tragic indeed. His heart attack was quite unexpected. Ich glaube immer noch, dass er ihn getötet hat. Weil nach dem Brief her war er gewesen so, schreibt nur meinen Namen auf den Werbung. Da könnte er nicht zufrieden gewesen sein. As deputy director, how was your relationship with Montague Dunn? To be honest with you, Mr. Holmes, it could have been better. You see, every Tuesday he would carry out his inspection of the gardens, but it was solely to make an impression, great pretense that he cared at all. He would give out absurd orders, ignoring anyone else's opinion. He would then disappear for the rest of the week. He was what some might call a man of action. I'd say rather he was overzealous and chaotic. So after all, it was no wonder, perhaps, that he ended up like that, if you take into consideration his kind of lifestyle. Saufen. You mentioned that Mr. Dunn led a particular lifestyle. Saufen, Well, saufen, it's no saufen. secret that he enjoyed, celebrating, shall we say. He was a member of the London Smart Set. He was famous for it. That And he had an eye for the ladies, to put it mildly, Mr. Holmes. Ah, also der alle möglichen Damen verführt. tell me, Mr. Hamish, do you grow the more deadly variety of plant here? You mean insectivorous? Yes, but nothing larger than that. Lüge. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Was ist mit Just be Diabolika? careful with the plants during your inspection. Watson. Colonial collection. Farmhouse. Farmhouse. Water lily greenhouse. Sorry. Dry tropics. Ventilation. Ventilation system. Ah, das ist Seed house. Nursery. Director's office, cloakroom, and laboratory.
Aber unter Nursery würde ich was anderes verstehen als Anzuchtshaus. Welche Kranken, so Krankenschwester ist, hätte ich gedacht. Locked. Unter Nursery würde ich was anderes verstehen. Locked. Aber ist nur meine Meinung. Locked. Alter, Nursery. hier ist gar nichts offen in dem Gebiet. Locked. Okay. Hier ist hier. Gucken wir. Ach hier, Nursery und sieht aus. Locked. Locked. Alter. Hier There is a smell of burning. ist ja alles geschlossen. Rechts, rechts, links, rechts, links. A broom handle was half burned. The remains of a picture frame. A door handle? Why would anyone throw such a thing in the fire? The door handle to the colonial collection and that of the fireplace are made of the same material. Ja, das ist jetzt auch Zucht von den Pflanzen und so weiter. Ja, kann man schon sagen. Nicht doch. The symbol is not from Kew Gardens. Ja, kann man schon verstehen. Und weiß, wo du geschrieben hast. Oh, da ist noch was. Aber trotzdem. The plants were set alight fairly recently. Some have not completely burned. Trotzdem. Halt das Englische, bei dem ist ja alles Mögliche. Ah, immer nicht. Weiß was anderes als so. A protective mask. Ah, bestimmt wegen dem Gift. Bestimmt wegen dem Gift. Someone set it alight, but it did not burn. Ja, jemand wollte seine Spuren verwischen. Aber hat nicht so geklappt. Würde ich spontan sagen. Warte, da können wir nicht durch. Ah doch. Kein Wunder, wir können irgendwo durch. Töpfe. A water tank. Ein Fahrrad. A ventilation system. It should regulate the temperature of the staff buildings. Okay, später ist man okay. Können wir noch nicht machen. A Bestimmt hatte das mit dem Diabolika gemacht, mit der Temperatur und so weiter. Locked. Im Archiv. Okay, einmal zurück. Anschauen. Vor zurück, vor zurück, vor zurück. Und die Ladezeiten sind immer so ekelhaft. Das ist doof bei dem Game. Dass du so. Gift, nein. Gifte, nein. Verletzung, nein. Kriminal. Tod,
That is not the one I need. Eigentlich nur göttliche, scholastische Gesellschaft für vegetative Ernährung und Meditation. Die Mitglieder der Gesellschaft beten Trevel an, den Gottkönig. Ihr Ziel ist es, spirituellen Frieden zu finden und sich von Zwängen des Materialismus zu befreien. Von daher sind die Spenden, die sie erhalten, recht groß. Here it is. The Divine Syndicate is not a supplier to Kew Gardens. Besides, there is no address here. Trevel, der Gottkönig. Kommt noch, kommt noch, kommt noch. Ja, wo ist der Sohn? Okay. Wir müssen wieder zurückkehren. Weil der hat ja gesagt, ist der Albert neben dem Kolonialhaus. Noch Kolonialhaus. Mal schauen. Lade, lade. Ah. Schlüssel. Mr. Hamish, can you tell us who holds the keys to the locked greenhouses? That would be Albert, Mr. Dunn's son. Yes, Albert keeps all the keys, and one can only imagine why. What do you mean? Well, he was never interested in Kew Gardens before. And now all of a sudden he's trying to act as if he owns the place. I think he wants to take over the management here. He'd do better to leave that to me. He has no experience. No, none at all. Are you aware of the Divine Syndicate? The Divine what? Is this a joke? No, I am quite serious. What a ridiculous name. Anyway, I have never heard of this syndicate. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Na, ich weiß nicht. Can I help you, gentlemen? Schlüssel? Ah, da bist du. Ich habe dich gar nicht gesehen. Ich habe dich gar nicht A gesehen. task list for Albert, compiled by Martin Hamish. Sweep out the palm house, scrub the toilets, clean the storage shed tools. Ja, auch nicht erlaubt. Farmhaus. So, anschauen. Boah. Soweit. Traurig. Ja. Denk mal mit der Vater. Rasieren. Hat nicht viel gearbeitet in seinem Leben. Miss White. Who is Miss Margaret White? Ah, she is the young lady who studies with me. She visits here sometimes to help out with the greenhouses. In fact, she should be here today. She wanted to work at the seed house. That's the small greenhouse across from the large glass house. Und du? Do you work here? Yes, but part-time only, for I'm also studying botany at the University of London. You're following in your father's footsteps, then. That is commendable. Well, even if botany is not my strongest suit, there are people who say that I could be a good manager. We noticed that a part of the colonial collection has been cleared. Ah. At the moment, I'm just dealing with the storage room. I don't know much about the other rooms. Und Verhältnis. I imagine that your relationship with your father may have been a strained one. Yes. I cannot say that he was a kind man, for he never listened to me at all. He forced me to work here. But now, after his death, I've been pondering it over. Perhaps he wasn't so wrong about me after all. I have to follow his path, and I have to manage Kew Gardens, and I can do it. I can be as good as any other who works here. Would you please tell us about Martin Hamish, the deputy director?
Well, I have to tell you that Mr. Hamish is not and has never been the deputy director of Kew Gardens. My father would not have tolerated it. Indeed? Well, that is most interesting. He told us that he was. Yes, because he believes that the management should be passed down to him now that my father is dead. But in actual fact, Mr. Hamish only has the honour of being the garden's longest-serving employee. In fact, if we are to think logically at all, it should be me who takes over the management of Kew Gardens. Do you not have a good relationship with Mr. Hamish? I suppose so. But we have very little in common. Mr. Hamish loves his plants and Kew Gardens, and I cannot say that I share his passion. I see. And how was his relationship with your father? Oh, he hated my father. It was obvious. He would be furious whenever my father boasted of Kew Gardens in the newspapers or at conferences. He was convinced that my father was stealing all of the credit for himself. But my father treated Mr. Hamish in the same way as he treated anyone. Dismissively. With indifference. So. Auf jeden Fall alle unter ihm gestellt. Tell me, have you ever heard of the Divine Syndicate? No, I cannot say that I have. Do you hold the keys to all of these locked doors? Yes, you can have them. But I cannot give you the keys to the cloakroom. The employees' effects are private. I am sure you understand. Thank you, young man. Kein We shall see Umkleideraum. you again soon. Kein Umkleideraum. Oh. Türen war eingesperrt, durch Pflanzen gestohlen. Hm? Türen wurde vergiftet. Inhalierte ein größeres Pflanzengift. Ja, das hatten wir schon gehabt. Das hatten wir schon rausgefunden. Okay. Das hatten wir ja schon herausgefunden. Jetzt haben wir aber von vorne an. Und zwar mit dir. What is your opinion of Albert as a student of botany? He's useless. I often tell him so, and I can only give him cleaning tasks. Botany is not his life's work, and his father well knew it. He was furious about it. He was? Oh yes. He forced his son to work here, and he never missed an opportunity to criticize him publicly. Are you able to elaborate on that? Well, for example, with our last exhibition here, Mr. Dunn had Albert make a presentation speech. But then, while the lad was speaking, Mr. Dunn interrupted him, asking him difficult questions, making him look like a failure. It was with the intention of making a fool of him, Mr. Holmes. That must have been terribly humiliating. Yes, he was crushed, and he had to leave. Everybody was making fun of poor Albert. That is, except for Miss Margaret White, who is such a nice lady and who always takes pity on Albert. So kann man auch das Selbstvertrauen eines Manns zerstören. You mentioned a Miss White. Would you tell us more about her? She is a student who works here part-time. She is quite charming indeed. She possesses a great talent for botany. You should take a look at some of her experiments that she carried out in the laboratory. Ah, if only she were not so naive. Why naive? The way she used to flutter around Mr. Montague Dunn. And why, he couldn't help but be flattered by all her attention. How could an intelligent woman such as Miss White not see through his game? I can only scratch my head and wonder. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our... Da ist jemand eifersüchtig. Locked. War gewesen. Shampoos. Champagne. Montague Dunn had good taste. French wine. A remarkable vintage. Ja, sie ist ja der gute Mann. Hat ein bisschen gesoffen. Oder war dem nicht abgeneigt? A photograph of Montague Dunn and Reynold Hamish. Safe.
Warte. Okay. Du. 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 Nein. So, 3. 3. Nein. Okay. 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nein. Okay, doch hier. Alter. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Wer ist denn jetzt 5? 50. Drei. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5. Jetzt 5 nach links. 3, 4, 5. Und 5, okay. Dann haben wir's. Yay! Safe geknackt. War nicht schwer gewesen. Muss es halt ein bisschen. I suggest that we don't tell Miss Margaret White about this document. Schulden von Miss Margaret White an Mr. Montague. Vermietung einer Wohnung in Oxford Street. Ein Stipendium für das Studium an der Universität in London. Kredite bei Hamilton, bei der Heiligen Hausschneiderei und beim Juwelier Bertz Sohn. Okay. Miss White und June. Aber was kann man auch zusammenbinden? Na, komm zurück. Ja. Abgekackt. Abgekackt. Ah, Mist. Das ganze Spiel am Arsch oder was? Ja. Okay, mal das funktioniert. Nicht mal das funktioniert. Okay. Ich muss wohl ganz kurz PC neu starten. Ich komme gleich wieder. Bis gleich.